Oh. Stell dir vor, du musst dieses Spiel 4 Stunden spielen. 1, 2, 3, 4, 5. We did it! Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich starte es und wir gucken einfach, was passiert. Und wenn jemand Fragen hat, dann einfach raushauen. Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Boom, let's go. Wir müssen wahrscheinlich wieder die Uhrzeit eingeben. Bitte gib die aktuelle Zeit an. Wen hätte es gewundert? Den Screen haben wir ja schon mal gesehen. Und wir haben es. 9:03 PM. Sekunde mal, warte. Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Da sind wir mal gespannt. Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst, sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen und das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist, du bist aufmerksam. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellten Uhrzeiten korrekt sind. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Ja, sehr, sehr geil. Da du so kooperativ warst, kannst du beim nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir weiterhin dabei bleiben, die korrekte Uhrzeit anzugeben. Vielleicht werden wir in irgendeiner Weise dafür belohnt, weil Stanley ja auch ein sehr korrekter Typ ist. Nimm einfach die Uhrzeit, die du willst. Guck, der will uns verleiten, Alter. Dieses Spielchen mach mal gar nicht mit. Selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist, du hast es dir verdient. Den Braten, den schlucken wir nicht. Alles klar, ich lass dich jetzt mal weiterspielen. Okay. Das ist jetzt auch die Frage, ist es der Sprecher, der dazu uns spricht, oder ist es nochmal eine andere Person? Und ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich weiß nur, dass wir 3-4 Mal gestorben sind. Alright, also, let's go. So. Also, den Anfang kennt ihr. Und ich hoffe, warte. Ach, nö, oder? Speichert das gar nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir letztes Mal hier schon diese Adventure-Line hatten. Okay. Muss man das wirklich dann irgendwie am Stück? Das ist ja blöd. Lord Cashy, kannst du? Dazu was sagen? Hätten wir das speichern müssen? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Weil wir waren ja schon viel weiter beim letzten Mal. Moy schreibt, es gibt kein Speichern. Nach jedem Ende ist das Spiel neu. Okay. Aber wir hatten zum Beispiel diese Adventure Lane auf dem Boden, die ist ja jetzt wieder weg. Heißt es, ich muss dann... Weil ein paar Sachen hatten wir ja schon, sag ich mal, abgehakt, wie zum Beispiel diese Geschichte hier. Boah, ich bin jetzt schon wieder hart verwirrt, Mann. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it. Das heißt, man muss auch Sachen wiederholen, oder wie? But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ja, weil eigentlich möchte ich ja nicht... Das Coole war ja bisher, dass wir eigentlich nichts doppelt gemacht haben. Was war es? 2, 8, 4, 5? Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir jetzt wieder Dinge wiederholen müssen, was ich eigentlich nicht möchte. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich wollte es nämlich gerade sagen. Wir waren hier ja schon mal, aber beim letzten Mal haben wir uns ja gesträubt, diese Mind-Control-Maschine abzuschalten. Und ich würde sagen, jetzt schalten wir sie einfach mal ab, oder? Ey, und übrigens, nice, Moy, dass du das schreibst. Ich lese mal kurz vor. Nein, du musst das Spiel nicht wiederholen, es gibt keinen Fortschritt, das ist immer neu. Selbst wenn du im Spiel geblieben wärst, wäre die Adventure Line irgendwann weg. Okay, cool, good to know. Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwas verballert habe.
Und der Marketing-Manager ist auch wieder da. Schön, dich wiederzusehen. Und ich glaube, das ist das perfekte Spiel für dich, Alter. Es wird dir sehr gut gefallen und dein Nickname passt einfach mal auch verdammt gut zu diesem Spiel. Okay. So. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Da links sind wir ja schon lang gegangen mal. Also Escape hat in einen sehr seltsamen Gottraum geführt. Oh, Marketing Manager, ich danke dir. Sehr geil von dir. Sehr, sehr geil. Also, wir drücken die glühende Birne. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Und Cerebus geht an. Ja, genau. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Hey, Stanley's grüß dich. Co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Kurze Frage in den Chat, ist der Sprecher laut genug? Sonst würde ich den ein bisschen lauter machen. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Okay, cool. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? So. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Machen wir hier? Hier ist nämlich so ein Pult. Mind controls idle awaiting input. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. So, und beim letzten Mal haben wir On gedrückt. Und On war ein großer Fehler, denn die Maschine wollte dann, dass wir so eine Art DNA-Checken machen und den konnten wir nicht tun. Dann hatten wir irgendwie 2,5 Minuten Zeit oder so und dann wurde eine Nuklearexplosion gezündet, um alles zu vernichten. Error 404 fragt, haben wir diesmal Füße? No. Aber wir hören Schritte. Also, ich denke mal, alle sind dabei, dass wir diesmal off machen und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Weil sonst wüsste ich jetzt auch auf Anhieb nicht groß, was wir als nächstes tun. Deswegen, aus mit der Mind-Control-Maschine. Okay. Schwarzes Nichts. Sanfte Musik. Blackness and a rising chill of uncertainty. Ja, den habe ich. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine! Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet,
Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. Doch nicht echt. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Sollen wir? Ich warte mal, was passiert. Was ist denn da hinten noch? Ich sehe halt auch nichts. Okay, komm, wir tun's. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Was passiert? Wir haben jetzt nicht das Spiel beendet, Alter. Alright. Gut, was machen wir jetzt? Was haben wir noch nicht gemacht? Also, wir haben das Spiel jetzt zwar in Anführungszeichen durchgespielt, aber das kann es ja jetzt doch noch nicht gewesen sein, oder? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. It's never the end. Wir gehen jetzt mal den Gang rechts, wie Lord Cashy sagt. Wir sind den Gang rechts ja schon mal gegangen, aber haben wir da auch wirklich alles gesehen? Es war ja... Stimmt. Oh, warte mal, was steht denn hier? Awaiting Input. Können wir hier irgendwas eingeben? Oh ja, Input received. Man kann drücken. Yo, Beutel, Alter. Schön, dich zu sehen. Wir haben gerade überraschenderweise das Stanley Parable durchgespielt. Aber dieses unbefriedigende Ende lassen wir uns nicht, wie sagt man da? Irgendwie war es unbefriedigend. Deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach weiteren Rätseln. Aber schön, dich mal wieder zu sehen. Cool, dass du online bist. Okay, Tür rechts. Also, wir nehmen jetzt die Tür rechts. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. So, das haben wir ja auch schon gesehen hier mit dieser Mitarbeiter-Lounge. Aber da ging es ja auch noch weiter. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Genau, hier war dieser Wartungsbereich. Wir sind da schon mal nach unten gegangen, aber wir waren noch nie hier, oder? Stanley was so bad at following directions, Ja. It's incredible he wasn't fired years ago. Wir waren noch nie hier. Do not jump from the cargo lift while it's in motion. Will cause death. Okay. Penalty for misuse of cargo lift $1,000. Penalty for jumping of the cargo lift 5.000. Also wenn wir runterspringen und sterben, müssen wir $5.000 Strafe zahlen. Look, Stanley, I Geil, think Mann. perhaps we've Geil. gotten off on the wrong foot Neue here. Scheiße. Hier waren wir I'm noch not your nie. enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time.
There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Oh ja, Please, springen. stop trying to make every decision. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Okay. Also, wir wissen, wo es weitergeht. Geil. Alter, Marketingmanager Dein letztes Spiel sah 420. in aller echt super aus. Welche sind deine Top 3 Indie-Games? Alter, okay. Erstmal mega krass. Danke für die Donation. Und welche sind meine Top 3 Indie-Games? Muss ich die hierarchisch oder kann ich einfach nur Top 3 sagen, ohne Sortierung? Ich sag Inside von den Machern von Limbo. Dann, oh ja, Journey von Santa Monica Games. Definitiv, wenn nicht sogar vielleicht Platz 1. Und als drittes nehme ich Super Meat Boy. Super Meat Boy, Journey und Inside. Ja, Limbo gehört da definitiv auch dazu. Aber es gibt so viele gute Indie-Games. Top 3 ist da schon sehr hart. Aber wer Journey noch nicht gespielt hat, sollte das definitiv tun. Das ist eine geile Erfahrung, ich sag's euch. Also, zurück in den Indiana Jones Raum. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ja. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Absolut. Wow. Yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Deswegen war ich so auch von Abzu so enttäuscht. Das war ja von den gleichen Machern oder beziehungsweise von 2 Leuten aus dem Team. Und was mir an Abzu so gefehlt hat, ist genau dieses Ding. In Journey ist es ein Multiplayer, obwohl es ein Singleplayer ist. Du hast andere Spieler und du kannst dich halt nur mit so Lauten verständigen und mit so Signalen, ne? Aber es ist keine wirkliche Sprache. Und was da für eine Dynamik zustande kommt und wie intensiv das ist und weil es einfach Menschen sind und herrlich, einfach herrlich. So, also, wir haben keine $5.000 Strafe bekommen für den Sprung. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting. Okay, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Habt ihr das gesehen? Guck mal, da unten geht's ja auch weiter. Und hier geht's weiter. I'm not asking for me, I'm asking for her. Da tun sich ja gerade super viele Sachen auf. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Okay. Certified Forklift Operator. Oh, dunkle Tür. Sehr dunkle Tür. That's Holy her, shit. Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Ist das meine Frau, oder was? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Holy shit. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. So Schaufensterpuppen sind immer abartig. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Guten Morgen, Mitarbeiter 427. Drücke Kreis auf deinem Controller. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him,
and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ich drück mal X, okay? Ich drück mal nicht Dreieck. Okay. Lässt er gar nicht zählen. Look at him Geht there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Drücke oben, fernzusehen. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Okay. Meint ihr, Stanley bildet sich das alles nur ein? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Okay, aber ein Spiel mit einem Baby haben wir noch nicht gespielt, oder? It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Okay, ich kann keine anderen Tasten drücken. Ich muss die Taste drücken. Boah, ich find's gerade ganz schön zermürbend so. Tut mir voll leid, Stanley. Ich find's aber auch heftig, wie der Sprecher mit ihm umgeht. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Ich weiß ganz genau, dass wenn ich das jetzt drücke, alles wieder so aussehen wird wie davor und ich wieder von meinem Arbeitsplatz aufstehe und arbeiten gehe. Oder beziehungsweise alle meine Coworker weg sind. Held Mondays, das ist genau unser Schreibtisch. Der lässt uns wahrscheinlich ewig zappeln. Wir müssen es wahrscheinlich drücken. Das ist es halt. Mache ich jetzt, was er sagt. Also, genau. Drücke ich es jetzt nicht und rebelliere gegen ihn? Oder drücke ich's und jetzt bin ich selber völlig verwirrt. Ich drück's. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose.
I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried... What the fuck? Leute, Alter, dieses Spiel, Mann. Als nächstes will ich wieder in das Lagerhaus und dann darunter springen zu der anderen Tür. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. New Content. New Content, die Tür ist neu. Oh, new content? What does that mean, new content? Erst zum Lager, nicht neuen Content. Ich denke mal, New Content ist wirklich so, wie es gemeint ist, dass es dass es der neue Inhalt von der Ultra Deluxe Edition ist, oder? Also, Lager. Das heben wir uns auf. Aber gut, dass es da ist. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Nee, wir checken erst das eine ab und dann machen wir New Content. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ich will genau darüber. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Achso, ich kann übrigens gar nicht springen. Ich kann nur von der Kante. Boah, schaffe ich das überhaupt dann? Wo ist es einfacher? Ja, ich versuch's so. Wow. Okay. I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. No buckets past this point. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay. Wir gehen die blaue Tür. Ich hab gerade keinen Bock, ihm zu folgen. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Okay. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Oh ja, stimmt. Ihr könnt ja mit der Farbe von den Lichtern sagen, welche Tür es wird. Okay, warte mal, was gibt's hier noch? Ich tue mich wirklich schwer. Guck mal, es sind sogar... Hier ist eine. Hier ist eine. Ich tue mich wirklich schwer, gegen ihn zu rebellieren, weil es meistens im Tod geführt hat. What do we want? What are we Was looking ist das denn jetzt? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Was zur Hölle?
What the fuck, man? No, wait. Where are you going? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Dann schauen wir halt mal. Ich liebe diese Momente. No, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Okay. Please, Stanley, think about what you're doing. No! Oh, thank God. You lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Komm, wir springen nochmal, oder? No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Also, nochmal springen? Mach mal, oder? Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Nee, ich fand den Raum wirklich scheiße. Es tut mir leid. My God. Is this really how much you dislike my game? Ja, That you'll Mann. throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading Es ist the ja nicht so, dass ich situation das Spiel correctly? nicht mag. Ich will antworten. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Ach, seine Stimme ist so Looks klasse, like you oder? Er wanted to ist make a choice after all. Well, this one is yours. diese Traurigkeit, genial, Mann. Hi, Armin Videokind. Ja, komm, wir springen noch ein paar Mal. Bis etwas passiert. Weil du schreibst, wenn du stirbst, gehen wir beide. Es ist nur in seinem Kopf. Is it over? Oh, It's going to restart, isn't it? I'm going back. das wäre auch krasse Folter gewesen, was Marketingmanager schreibt. Zurück in den Raum, den er so geil fand, und dann wieder da hoch. Ey, boah. Also, New Content. Ich will's sehen. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? Stimmt. He hoped it was. He hoped very much that it was. Und ich will hier an diesen einen Rechner. Der ist ja immer an. Oder auch nicht. Ich habe den jetzt ausgemacht. Ich dachte, dass wir hier irgendwie noch was eingeben können. Weil das der einzige Rechner ist, an dem wir irgendwas machen können. Was? I like work. I just hate my boss. Die Tassen sind alle übelst geil. So. Hier. Tür 420. Das passt doch, oder? I Hate Mondays, die kennen wir schon. Komm, wir gehen hier rein. Ich will's jetzt wissen. New content? What does that mean, new content? Ja, Firewatch fand ich auch super. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Das wäre auch ein Megaspiel für den Stream gewesen, aber da habe ich noch nicht gestreamt. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Okay, geil. Ihr kriegt nochmal eine Zusammenfassung. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Ist das weird, oder? So eine Videospielwerbung über dasselbe selbe Videospiel in dem Spiel. Ultra Deluxe.
Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Am Ende werden wir jetzt hier rauslaufen, genau wieder auf unserem blöden Arbeitsplatz sein. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if them... Oh, okay. Let's see the content. Gimme the content, Stanley. Also der Sprecher ist einfach top. Ich liebe auch seinen Akzent. Ist einfach gut. Oh, New Content. The Jump Circle. Sehr witzig. Wir können nicht springen. Alright, let's see. It's... The Jump Circle? No way. Heißt es, ich habe jetzt 33 Sprünge noch, die ich in dem Spiel machen kann und die kann ich nur in diesem Kreis hier machen? Ja, Alter. Ich kann außerhalb dieses Kreises nicht springen. Und ich krieg jetzt eine Trophäe, du kannst nicht springen. Ernsthaft jetzt, wir haben es deaktiviert. Wie geil ist das, Alter? Wie selbstironisch ist das, Mann? Und ich habe jetzt noch 33 Sprünge, die ich in dem Kreis machen kann. What the fuck? Es ist kein Spiel, es ist irgendwie... Es ist schon mehr Kunst als Spiel, oder? Aber es ist geil. Es nimmt sich auf jeden Fall selbst nicht ernst. Und dieser Fourth Wall Break ist so geil. Das Spiel weiß, dass es ein Spiel ist. So, das war's. Hast du Füße im Kreis? Boah, das wär's gewesen. Ey, das wäre so gut gewesen. Wenn wir so richtig coole Füße gehabt hätten. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr, weil ich alle Sprünge verbraucht habe. Ich find's auch geil, wie das einfach nur so mit Gaffertape hier dieser Kreis gemacht ist. Und ich hasse es, wenn das hier passiert. Kennt ihr das, wenn ihr Gaffertape klebt und dann eine so eine scheiß Falte drin ist? Und ich mag das silberne Gaffertape nicht. Ich bin Fan vom schwarzen. Okay, also das war der neue Inhalt, The Jump Circle. Was geht noch so? Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Ich bin auch für alles bereit. Ja, und wie Baloo schreibt, das ist ein Trip. Dieses Spiel ist irgendwie ein Trip, Alter. Ich kann auch nicht sagen, ob ich mich wohlfühle dabei, das zu spielen, weil es irgendwie... That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's trophies, and it's hard to believe one of them actually says, "Test trophy, please ignore." What quality assurance department signed off on this? Ey, das stimmt halt, gell? Ich habe mal in die Trophäen reingeschaut. Und da gibt's eine Trophäe, die heißt Testtrophäe bitte ignorieren. Und es gibt eine Trophy, die heißt 88888. 8888888. What the fuck? Das ist auch geil. Hingabe. Spiele The Stanley Parable einen ganzen Dienstag lang. Klicke die Tür 430 5-mal an. Oh, das können wir machen. Die ist ja gleich da am Anfang.
Schließe das Stanley Parable in unter 4 Minuten und 62 Sekunden ab. Ausschließlich Ladezeiten. Das heißt, das ist eigentlich machbar, oder? Hochrennen, Code eingeben. Aber der schwätzt ja auch voll lang. Aber das ganze Spiel ist ja eigentlich nur hochrennen, zum Boss rein, zum Mind Control Center und auf Off drücken, oder? Und raus. Passe im Einstellungsmenü alle Schieberegler auf alle verfügbaren Werte an. Und das hier finde ich am abgefucktesten. Spiele das Stanley Parable 10 Jahre lang nicht. Das heißt, wenn du es 2011, wenn es da rauskam, hast du die Trophäe 2021 bekommen, wenn du es nicht gespielt hast. I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Unfassbar. Oh. Wieder anders. Das ist jetzt ganz anders. Guck mal, hier ist ein Bild vom alten Büro und da ist die Tür 430. Die Tür ist zu. Psst. Lüftungsschacht. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Oh, you don't want to see the cool Doch, surprise I made for you? Well, fine. Ich will's sehen, You're ich a will's dork sehen, ich anyway, will's so... Oh, never mind. You're not a dork. Das sind wieder diese Momente, wo es total Half-Life ist. Ah, der Pisser hat mich bestimmt eh wieder in den Okay, Scheiß you gelockt. remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Schön sieht's aus. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. So eine Art Gedankenpalast. Kennt ihr das mit dem Gedankenpalast, wie das funktioniert? Don't forget. Hat jemand von euch Hannibal gelesen? Thomas Harris? Ich bin mir nicht sicher, ob es im Film You see, erzählt Stanley, wird. doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap PlayStation port? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Ja, wir zocken es gerade auf der PlayStation. Ja, genau. Also ich glaube, das wird auch nicht von Thomas Harris sein. Das ist einfach nur so eine Technik, um Erinnerungen zu speichern. Ich fand es aber ganz interessant, ja. Also ich habe das auch wirklich mal ausprobiert. Es geht quasi darum, du überlegst dir ein Gebäude, das muss gar nicht so komplex sein wie das jetzt hier. Es kann auch ein einzelner Raum sein.
Und wenn du jetzt eine Erinnerung hast, die du irgendwie wichtig empfindest oder eine Erinnerung hast, die du unangenehm empfindest, dann stellst du dir immer wieder diesen Raum vor. Der sollte relativ einfach sein, damit man immer denselben nimmt. Und in diesen Raum stellt man zum Beispiel so eine griechische Säule. Ja? Man muss sich das natürlich vorstellen. Und wenn es jetzt eine gute Erinnerung ist, dann legt man quasi diese Erinnerung hier auf diese Säule ab. Oder wenn es jetzt eine schlechte Erinnerung ist, steckt man sie da hinten zum Beispiel in den Schuhkarton. Ja? Und das Ding dahinter ist dann quasi einfach, wenn du dir diese Erinnerungen dann wieder herholen möchtest, oder sag mal, es geht dir schlecht, dann betrittst du deinen Gedankenpalast, gehst zu dieser griechischen Säule und dann erinnerst du dich eben an diese precious Memory. Und ja. Und wie gesagt, es soll auch damit helfen, eben mit so schlechten Erinnerungen umzugehen und die dann irgendwo abzulegen. Nicht um sie zu vergessen, sondern einfach nur um sie erstmal loszuwerden, ne? Abzulegen, zu verarbeiten. Guck mal hier, wahrscheinlich der erste $1, den sie verdient haben. War das alte Hauptmenü? Ich finde es auch so witzig, dass jetzt mal ganz im Ernst, was machen wir hier, ja? Dieses Spiel feiert sich doch einfach nur selbst. Die meiste Zeit zumindest. Das war unser erster Tod. Da waren wir... Das war doch unser erster Tod. Das war nach der Nuklearexplosion. Da hat uns doch diese Tussi da gefunden. In loving memory of little Stanley. Oh. Ist das ein Hamster oder was ist das? Oder ist das ein Meerschweinchen? Man kann sich nicht mal auf die Bank hier setzen, das ist ja bitter. Diese Mucke. Genau, stimmt. Ich muss ja sagen, dieser Song, der lief, als wir diese Adventure Lane gelaufen sind, das war Hammer. Das war richtig geil. Was ist das? Hotstone? And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Okay, wir haben hier einen Keller. Wir haben hier The Original. Hier geht nichts. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the PlayStation, boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Wir hätten wahrscheinlich nicht so früh in diesen Bereich hier gehen sollen, weil diese ganzen Lobeshymnen, die kann ich halt noch nicht nachvollziehen. Ne? Weil bisher war es
Bisher war es irgendwie noch zu wenig für mich. Wie geht's euch da? Warte mal, wo? Die rote und die blaue Tür ist oben in klein. Ach ja, ich dachte erst, dass es irgendwie eine Flagge wäre oder so, aber das sind die Türen, ne? Was, vielleicht mal für die im Chat, die es schon gespielt I haben. don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Ich würde mal gern von denen wissen, die es vielleicht schon gespielt haben, was für sie der Reiz an Stanley Parable ausgemacht hat. Also ich finde es super cool, keine Frage. Ich bin nur noch nicht 100%ig dahinter gestiegen, was ich hier eigentlich gerade mache. Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Jetzt kommen bestimmt die schlechten Bewertungen. Wie gut ist das denn? Jetzt kommen die schlechten Bewertungen. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ist geil. Ich habe gerade Half-Life-Vibes. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Ich finde es gerade so witzig, dass in dem Moment, wo ich quasi Kritik übe an dem Spiel, dass es sich selbst so feiert, dass wir genau in dem Moment hinter diese Fassade kommen und diese schlechten Bewertungen lesen. Also das ist schon sehr nice. Und ja, Monty Python erinnert mich auch. I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story
Ich mache kurz Pause, weil ich das nämlich auch gesehen hatte. Da stand der Username von diesem Review dran. Und wie krass muss das gewesen sein? Oder wie krass muss es sein, wenn du derjenige warst, der diese Review geschrieben hat und der jetzt auf immer in diesem Spiel verewigt ist? Ist auch eine Art von Kunst, oder? Und Moy schreibt, schwer zu sagen, was den Reiz ausmacht. Ich schätze, das Gesamtpaket ist einfach eine gute Mischung aus Erzählung, Konfrontation und Humor. Es ist halt weniger Spiel und mehr eine Erfahrung. Ja, das musste ich auch irgendwie feststellen. Ein Erlebnis, bei dem man die ganze Zeit aufgefordert wird, mit und gleichzeitig gegen das Spiel zu arbeiten. Und jede Entscheidung kommentiert und hinterfragt wird. Absolut. Also ich finde, du hast es sehr, sehr, sehr schön in Worte gefasst, was ich fühle und was ich nicht beschreiben konnte. Und ja, es ist mehr Erfahrung als ein klassisches Spiel. Und ich glaube, mehr muss ich jetzt zu dem, was du gesagt hast, gar nicht dazufügen, weil das eigentlich den Nagel auf den Kopf trifft. And the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. Got the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. Got the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left? Ich bin so hin und her gerissen zwischen ihn ausreden lassen und skippen. Weiß jemand was über den Sprecher? Weiß jemand, was der noch gemacht hat? Weil eigentlich ist der ja ziemlich gut. Und eigentlich würde ich noch gern andere Sachen von dem mal hören. Until so much more than forever ago, which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. Ich glaube, jetzt wiederholt sich's, oder? We've eaten too much and it can't be just... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are or were or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very... Well, there's sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their pressurized gas review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on how exactly pressurized gas works.
Perhaps that would have been a smart thing to check on before I went on about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, Oh ja, da I hinten want to ist say eine Uhr. maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 Oha, hours. 12 Stunden. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting... Oh, Stanley, you're back. You're back. Guck mal, die Oh, Pflanze my ist goodness. schon I have someone to welk. talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. Oh, And you ist think bitter. that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Wir drücken Doesn't nochmal, that oder? feel like what we've already been doing? Me just talking? Vor allem, was für eine Qual das auch ist. Für uns It ist es isn't ja the nur eine same at Sekunde, all. aber wenn It es isn't für ihn even gerade close, because I know Wochen you waren. can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story. Ich habe auch kein Mitleid. Jetzt vergehen wahrscheinlich Hello, it's you. Jahre. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt... Es ist irgendwie befriedigend, ihn zu unterbrechen, oder? Ah, schau mal, die Stimme ist weg. Wie viel werden wir jetzt schon geskippt haben? Jahre vermutlich? Das Ding da oben piepst. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But Diese then, he's Rezession an ihm talking too nagt, much. gell? They said, first, Ich habe das Gefühl, gerade bestraft zu werden dafür, dass jemand anderes eine schlechte Bewertung über das Spiel geschrieben hat. The end is never the end, 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 is never the end. Ja, Mann, wir werden definitiv bestraft dafür, dass Cookie Nein einen negativen Kommentar geschrieben hat. Hier ist auch kein Ausgang und nichts, gell? Ich werde einfach gequält, Mann. Ich werde dafür gequält, dass jemand anders diesen Shit geschrieben hat. Es geht hier hinten. Hier ist eine Leiter und ein Tisch. Und hier regnet's rein.
geil. Das sieht schon cool aus. Wir müssen wahrscheinlich so lange skippen, bis alles... Guck mal, bis alles wieder... Bis die Natur sich alles zurückgeholt hat und wir hier endlich rauskommen. Ist richtig, wie sagt man da? Esoterisch, das Spiel. Ich finde es so krass, wie ich gerade mit diesem Skip-Button gequält werde. Wie lange wir jetzt auch schon hier in diesem Raum sind, Mann. Wow. Ich glaube, wir können raus. Ich glaube auch, dass das Haus irgendwie schräg ist. Ich finde es echt faszinierend. Es ist, echt faszinierend. Geh mal raus, oder? Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Jetzt stell dir das mal vor. Es gäbe diesen Knopf. Für dich ändert sich nichts. Und es vergeht nur eine Sekunde oder so. Aber um dich herum vergeht die Zeit. Erst nur eine halbe Stunde, dann eine Stunde, dann ein Tag, dann Wochen. Und jetzt bin ich hier in diesem fucking Wüste. Boah. Und irgendwie beruhigt es mich jetzt schon fast wieder hier in diesem Scheißbüro zu sein. Was war das gerade für ein Trip, oder? Ein bisschen spielen wir noch. 430, da ist er schon. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Ja, natürlich. Click a door 5 times? Is that all you think a trophy is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks? Now, suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Ist das gut, Mann. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true So ein effort for a Penner, noble Alter. cause. Perhaps 50 clicks will do it. Ach, come on, Almost Mann. certainly 50 clicks. Man hat auch das Gefühl, dass er so menschlich ist, gell? Es ist auf jeden Fall ein sarkastischer Arsch. No. I'm still Sadistischer. not feeling it. I want this trophy to have meant something. It Boah, has wir to müssen be am a Ende bestimmt true reward for 430 Mal valiant drücken. effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the cost. Why don't you Alright. go put 20 clicks into door number 417? Wo ist die 417? Wo ist die 417? Jetzt müssen wir die erstmal suchen, oder? 417. Da. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Wo ist die 437? Die müsste ja wieder drüben sein. 437? Nee, shit. Oh. Warte mal, lass mich kurz überlegen.
Die blaue Tür. Die war... Das war da, wo ich runtergesprungen bin. Oder im Lager. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Und merkt euch mal Perhaps he wanted to stop by the 437. employee lounge first, just to admire it. Merkt euch mal Standing now in this incredible 437. room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at Und wie ich auch following wirklich directions, dachte, it's dass das incredible Spiel he wasn't vorbei ist. 5 years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story... Oh, shit. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Ja, ich musste, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Ich musste Good job, 437 Stanley. klopfen Everyone und die thinks habe ich you nicht are gefunden. very powerful. Wir gucken gleich nochmal an die 437. Weil guck, die Stanley knew the office 430... layout like the back of his hand. It Genau. was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Also, Just a wir haben ja matter of 5-mal time. an die 430 gedrückt. Oh, please. Are you So, really just und da doing ging this unser for the Spielchen ja trophy? los. Click Ach, a hier door ist die 5 times. 437. Is that all you think a trophy is worth? No, 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 no. Doch, no, doch, I can't. natürlich. I can't just give these merits away for such Pass little auf. effort. A measly 5 clicks. Now, suppose you were to click the door 20 times. I So. would say that's the kind of effort that warrants recognition. 20? I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Dann 50? No, 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 no. So. I'm still not feeling it. I want this trophy to have meant something. It has Jetzt to will be er a ja, dass wir true an die Dinge reward for gehen, an valiant die... effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the cost. Why don't you go put 417? 20 clicks into door number 417? Genau. Oh, great. Now, go click So, a few jetzt times on door 437. 437. Die habe ich vorhin nicht gefunden, sorry. 437. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Ach Let's so, give ihr it meint, 10 ihr clicks or verarscht so. mich, oder wie? Oh, ich bin so leichtgläubig, Dicker. Also. Soll ich wirklich nur 5-mal an die 430 klopfen? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der verarscht mich nicht. Ich sag's doch. Und jetzt habe ich verpasst, was er als letztes von mir wollte. Was hat er als letztes gewollt, Mann? Moi, hast du es dir gemerkt? Welche Tür er jetzt wollte? Fuck, ich weiß es nicht mehr. Dann gehen wir zur blauen Tür. Wollte er nicht 429 oder irgendwie sowas? So ein Mist, ey. Ich sehe schon, wie ich das 100.000 Mal mache. Doch 429 wollte er mich jetzt, glaube ich. 437? Ne, die hatten wir schon. 417. 417, sagt Balu. Wie- 417? Genau, es war 5-mal die 430, dann 20-mal, dann 50, dann 20-mal auf die 417 und dann die 437. Und was wollte er nach der 437 von uns? Kann da mal kurz einer nachgucken? Dann zum Kopierer. Wo ist der Kopierer? Wo ist der Kopierer?
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Das ist der Kopierer. Glaube im ersten... Oh, shit. Jetzt habe ich es verkackt. Egal, blaue Tür. Blaue Tür. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Eine Rennentaste wäre geil. Eine Rennentaste wäre geil. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. So. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, Ich bin really. viel zu früh gesprungen I gerade. realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story so, has klar, been about hier. nothing but you all this time. Ja, das ist There's deutlich someone you've been einfacher. neglecting, Stanley. Someone you forgot. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me Blaue prove that Tür. I'm on your Blaue side. Tür. Give me Blaue a Tür. chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked Nein, Balu, through the blau. red door. Aha, perhaps Wir rebellieren jetzt so Stanley den Shit walked out of through it. the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your Feedback experience area. with this new version. Would you say that the game benefited from allowing freut you mich. more choices? Make-oo Feel underscore free is to now be following. honest. I'm looking for some real critical feedback here. Okay, cool. Machen wir nächste Woche nochmal. So, Feedback Area. Ich lasse euch jetzt mal ein bisschen mitvoten. Postet mal eine Zahl zwischen 1 und 5. Und ich hole mir ganz kurz einen Schluck Wasser. Mein Drink ist leer. Und Orange passt ja gerade perfekt. Wir haben 4, 4, 4, 3, 5. Ich würde sagen, im Schnitt ist es eine 4. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Let's keep this party based train on the data rolling. from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Das Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Sind das wirklich die Stats? Ich glaube, das sind wirklich die Stats. 21,3 Player skippt die Intro-Sequenz. Oh, es geht zu schnell. How long does it take you to get the correct door? 18.000 Endings achieved, 101.000 Doors closed. Only the worst, 3% of players choose the blue door.
Ich weiß nicht, ob das richtige Statistiken sind. So. Es gibt auf jeden Fall eine Menge anderer Stanleys. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okay, da sind wir jetzt ja mal gespannt. In this game, the baby crawls Das ist das left Spiel mit dem Baby. towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Nein! Stell dir vor, du musst dieses Spiel 4 Stunden spielen. Also das hat Guantanamo-Style, oder? Und am besten auch noch irgendwie mit Schmerz verbunden oder irgendwie so. Alter, da dreh ich durch. Es tut mir leid, ich muss das Baby umbringen. Einmal noch. Und jetzt Augen zu. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Das ist so furchtbar. Oh, hey, since my game was so Das ist so awful, furchtbar. why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Hätte das eine Trophy gegeben? Ich glaube... Oh! Aha! Firewatch! What do you think Marketing this game is Manager, about, wir haben doch Stanley? gerade drüber What's geredet. our backstory? What is our motivation? What the Well, it seems fuck? obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up Das high ist in sehr your krass. tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. Also das What a ist krass. fascinating venture into the Vorhin hat experience mich of Marketing total Manager doch mental nach den depravity. Indie-Games gefragt. So Und far, er I gesagt, love everything Firewatch about this ist ein game, richtig Stanley. geiles And Spiel. it seems there's even more. Und wir sind gerade in Come, Firewatch. let's venture outward and see what else is out there. Und es sieht halt original so aus. Das ist echt verrückt. Hier hier das Funkgerät, Ladeteil. Übelst gut. Und wer Firewatch noch nicht gespielt hat, unbedingt, gebt's euch, wirklich. Ja, krass. Das ist wirklich cool gerade. Weil ich ja vorhin noch gesagt habe, schade, dass wir Firewatch nie im Stream hatten, so, weil das die Zeit war, bevor ich angefangen habe zu streamen. Oh no. No, it can't be. Wie cool. Wie super cool. It is. It's an open world game. Good God, quickly, Jonesy block it weg. off. Nein! Thank Lass mich goodness, Stanley. Firewatch What a close spielen. call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Ist das geil. Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. Das war lustig. Das war unerwartet.
Okay, und jetzt bin ich in diesem See, this is Rocket exactly League what oder I wie had das, in wie mind. das Ding heißt. Just Ich a mag nice Rocket League big gar box for nicht. you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Ja, das ist Rocket Okay, so what League. exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall Gothic run the realistic bases and do a Skyrim. touchdown together? Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Okay, geil, wir werden schneller. Auf Minecraft hätte ich jetzt nämlich auch getippt. Hold on. What are you doing? Das war rein intuitiv. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. We still have so much. Okay, ich bin hinter den Kulissen. Beta, please rate your experience. Abgefahren. Wo bin ich jetzt hier? Oh shit, ich bin noch eins tiefer gefallen. Shit, guck mal, das hier sieht aus wie das Büro, nur in älter. Gruselig sieht's aus. Brand. Und guck mal hier, die Türen haben auch wieder Nummern. Am Ende ist es dann halt doch irgendwie ein riesiges Spiel, gell? Was ist das hier? Ein Steuerraum. Da sind auch wieder so Überwachungskameras. Oh, shit. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. Ja, I ja. wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. The end is never. Und da sind wir wieder. Zurück am Anfang. Zurück im Büro. 427. Und holy moly, was war das für ein Trip, oder? Oh. Das machen wir noch. Wir machen noch das Achievement mit den Türen. Also, 5-mal an die 430. Und dann hör mal auf. Ist wirklich abgefahren. Ist wirklich abgefahren. Vor allem, das, was wir heute gemacht haben, war auch wieder komplett anders als letzte Woche. Ich hatte so eine gewisse Erwartung. Und ja, crazy. Ganz woanders waren wir heute. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Ja. Click a door 5 times? Is that all Wo you war think jetzt der a trophy is Kopierer? worth? No. Wo war der I can't Kopierer? just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you Ist were denn to der click the door Kopierer? 20 Hier ist der times. Kopierer, I okay. would say that's the kind of effort that warrants recognition. So. 20. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes,
almost certainly. Ja, das hat auf jeden Fall auch wieder heute richtig Spaß mit euch gemacht. Alle voll dabei irgendwie am Mitentscheiden, am Mitfiebern. Super. Wenn ich denke, wie oft ich jetzt schon diese Tür I'm still gedrückt not habe. feeling it. I want this trophy to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. Ich I habe want mir to see diese Trophäe so verdient, a willingness Alter. to go all the way no matter the cost. Why don't you go put 20 clicks into door So, number 417? 417, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, great. 20. Now, go click a few times on door 437. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 415, 10 Klicks. 415. Wenn der uns wieder verarscht und ich muss aufpassen, dass ich nicht diesen Raum verlasse. Now, back to door number 437. Ja, Let's see. 37. How about you click on, well, I don't know, Ja. the copy machine? Jetzt kommt der Kopierer. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. 417. Okay, now go climb on employee 419's desk. Ich kann nicht draufklettern. Oh, doch. Yes! Geil. This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Ich find's doch so geil, wie aufgedreht er ist. 416. Wo ist die 416? Scheiße, hier kann ich nicht. Wo ist die 416, Mann? Bei New Content rein. Oh, good. You noticed my Ah, sign. krass, okay. Yes. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. Nein, okay. Ist so geil, wie er am Flippen ist, Alter. Oh, hier will ich auch nochmal drauf drücken. Und hier. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing Das could war hold you wirklich back. irre, Yes, I'm Leute. very proud of how far we've come today. Ey. Alter. Marketing Manager, Man of the Day. Ich fühle mich ganz schlecht, Alter, aber ich danke dir wirklich herzlich. Du kriegst ein Airhorn, Dicker. Der Sound gehört nur dir. Und hammergeil. Er hat 3 Abos geschenkt. 1 an Aero404, 1 an Moi und 1 an Armin Widukind. Super geile Aktion. Das war heute intensivst The Stanley Parable. 2 Stunden Lecco Mio. Brainfuck des Todes. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. 21 Uhr. Nochmal eine gute Stanley-Zockerei. Es ist noch nicht zu Ende. Und ich bin gespannt und ich freue mich auf euch und es war wieder hammergeil. Und das war's. Ich klinge mich aus. Macht's gut, Leute. Ciao, Ikowski.